Das Teil ist gar nicht verlötet. Das war's schon. Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kuvenau. Heute steht mal diese Lok hier im Fokus. Und zwar ist das die Baureihe 114 von Rocco. Die habe ich kürzlich mit einer Stadtpackung gekauft. Und ja, irgendwie verhält sich diese Lok total komisch. Das Komische ist, ich kann diese Lok auf dem Testkreis daheim, wenn die einzeln fährt, oder wenn ich nur die Lok drauf habe auf dem Testkreis, dann ist alles in Ordnung. Ja, ich kann die Lok fahren lassen und wenn ein Kurzschluss passiert, dann kann ich die Zentrale wieder einschalten, alles geht ganz normal seinen Gang. Hier bei mir auf der Anlage, komischerweise, ist es nicht so. Ja, ich meine, gut, wenn man jetzt mal guckt, ich mache mal kurz die Kamera raus. Hier unten im Stadtbahnhof stehen natürlich eine ganze Litanei an Züge. Auch weiter hinten in der Abstellgruppe stehen auch etliche Züge. Und da ist halt auch schon, sag ich mal, die Strombelastung eine ganz, oder ja, der Energieverbrauch ein ganz anderer. Heißt also, die Zentrale muss wesentlich mehr Energie liefern. Also ich lasse die jetzt mal kurz hier so langsam durchs Bild fahren. Und wenn jetzt auf der Anlage ein Kurzschluss passiert, den werde ich jetzt mal kurz mit dieser Drahtbrücke hier provozieren. Ich gehe jetzt einfach mal kurz hierher und mache mal kurz einen Kurzschluss. Ihr seht, die Lok bleibt sofort stehen. Und jetzt gehen wir mal an die Zentrale und gucken, was dann passiert. So, wir sind jetzt hier bei meinen Zentralen angekommen. Und ihr seht schon, hier die blinkt rot. Die hat ausgelöst. Hier steht ja auch Züge drauf. Das ist die Einheit für die Züge und die blinkt rot. Und jetzt könnt ihr normal, drücke ich einfach mal kurz hier auf Stopp und dann schaltet die Zentrale wieder ein. So. Das mache ich auch und ihr seht, die springt sofort wieder in Stopp. Ja, also ich kann das nochmal machen. Die geht kurz an und sofort ist sie wieder im Stopp-Modus. Und das passiert, oder dieses Phänomen habe ich jetzt, solange hier diese Lok auf den Schienen steht, komischerweise. Also solange jetzt die Lok hier noch auf den Schienen steht, kann ich da vorne drauf rumdrücken. Die geht immer wieder gleich in Stopp-Modus. Nehme ich die Lok jetzt runter, das machen wir jetzt mal, und drücken jetzt nochmal hier drauf, dann seht ihr, alles ist gut. Bleibt an, so wie es sein soll. Jetzt kann ich natürlich die Lok wieder auf die Schienen stellen und kann sie einfach fahren lassen und sie fährt wieder. Aber passiert ein Kurzschluss und die Lok steht auf den Schienen, ich kriege die Anlage einfach nicht mehr zum Fahren. So, und jetzt habe ich mir überlegt, ja, irgendwie komisch. Was ist das? Das gibt's doch nicht. Ich habe 8 oder 9 Züge auf der Anlage stehen und keiner macht das außer die Lok. Also irgendwas stimmt da nicht. Ich habe es jetzt schon hin und her geguckt, ich habe schon alles ausprobiert. Ich bin zu keinem Ergebnis gekommen. Das Einzige, was ich mir vorstellen kann, dass das Problem an dem Decoder liegt, der da werkseitig von Rocco verbaut ist. So wie ich das gelesen habe, ist das ein Original Rocco Decoder und anscheinend ja, zieht der zu viel Strom beim Einschalten etc. pp. Ich weiß es einfach nicht genau. Ich kann es euch wirklich nicht sagen. Jedenfalls habe ich gedacht, es kann eigentlich nur an dem Decoder liegen. Zumindest dachte ich das bis zu diesem Zeitpunkt. Ein großer Fehler, wie sich im Verlaufe noch herausstellen wird. Und deshalb habe ich jetzt einfach gesagt, okay, gut, komm, bringt alles nichts. Auch wenn jetzt da eigentlich fertig ein Decoder drin ist, ich könnte natürlich jetzt die Lok wieder zurückbringen, aber was soll ich da sagen als Beschwerde? Wenn ich die Lok alleine auf den Gleisen habe, funktioniert. Deshalb habe ich gesagt, was soll ich mich da jetzt lang groß mit Rocco rumreißen, etc. pp. Ich habe mir jetzt einfach einen anderen Decoder gekauft, einen ESO-Decoder, und den bauen wir jetzt einfach mal ein und gucken, ob danach das Problem immer noch ist. Tja, lange Rede, wenig Sinn. Ich habe mir jetzt einfach mal hier einen ESO Lokpilot V5 Decoder geholt. Ist doch, glaube ich, der 5er, ne? 5.0er oder also 5.0, ja, Lokpilot 5 Decoder geholt.
Da muss man immer aufpassen, was für Versionen das jetzt gerade sind. Für jeden, den es genau interessiert, was ich für einen Decoder hier verwende, das ist der 59622, ein reiner Lockpilot V5 DCC Decoder mit einer Blux 22 Schnittstelle. Ja, mir geht es mittlerweile auch auf den Keks, dass es tausende von Schnittstellen gibt, aber ja, kann man halt nichts ändern, ne? Einfach mal gucken, dass wir die Lok aufkriegen. So wie ich das schon mal in der Anleitung gesehen habe, kann man bei der Lok einfach diese Deckel hier oben abheben und da irgendwo da unten drunter soll der Decoder sitzen. Jetzt werden wir halt mal gucken, ne, wie wir die da am besten abkriegen. Oh! Also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das wirklich so einfach da abgeht. Und ja, klar, ne? Wie immer sitzt er gerade auf der anderen Seite, ne? Mann! Und da haben wir den Decoder. Und was ich jetzt auch noch sehe, hier ist irgendwie so ein Elko eingebaut, scheinbar ein Lade-Elko. Ich gucke mal, ob ich da irgendwie lesen kann, was der für eine Größe hat. 2200 Mikrofarad. Es könnte natürlich sein, dass das mein Problem auch damit zusammenhängt, dass der Decoder das Ding einfach zu schnell lädt. Wissen tue ich es halt einfach nicht. Aber jedenfalls da ist der Decoder und der muss jetzt da ausgetauscht werden. Machen wir mal den Lockpilot hier auf und das ist auch wieder schön. Eine riesen Schachtel für so ein kleines Teil, ne? Ach ja, Verpackung, Verpackung, Verpackung. Wir machen den hier mal raus. Okay. Genau, da haben wir da den Index-Pin. Also hier sieht man nochmal, hier ist ein Pin ungenutzt. Das ist sozusagen der Index-Pin. Da muss ich natürlich jetzt gucken, dass die auf die gleichen Seite sind. Was sie aber auch sind. Sehr gut. Schade ist, dass hier in der Lok, ja, ich gehe mal noch ein bisschen mehr ins Licht. Schade ist wirklich, dass in der Lok hier nicht auch der Index-Pin ja, verschlossen ist. Das ist ein bisschen schade. Also ich könnte jetzt rein theoretisch könnte ich den Decoder auch so rum einbauen, ne? Geht natürlich technisch nicht, aber also theoretisch wäre es möglich. Genauso, man sieht auch, der hat eine schmälere Schnittstelle. Ich weiß jetzt gar nicht, wirklich, wenn ich einen Decoder habe mit einer schmalen Schnittstelle, weiß ich jetzt gar nicht, wo ich den hier genau hinmachen soll. Bei dem erübrigt sich das jetzt, aber ich finde es halt auch schade, dass man hier nicht in der Schnittstelle den Index-Pin verschlossen hat. Aber gut. So, dann drücken wir den mal rein. Und das war es eigentlich schon, ne? Jetzt habe ich mal ein bisschen was umgestellt hier, damit wir nämlich die Lok programmieren können. Hier ist der Lok-Programmer von ESO. Ja, das Teil habe ich mir irgendwann mal gebaut, damit ich nicht immer alles immer wieder alles neu zusammenstecken muss. Ja, habe ich mir hier mal so ein Brett gemacht. Das passt auch in so einen Koffer rein, dass ich es mobil mitnehmen kann. Und ja, da habe ich einfach meinen Rollenprüfstand drauf, mein Log-Programmer und so einen Decoder-Prüfstand. Das Digitalsignal, ja, kann ich jetzt wählen, ob das jetzt vom Log-Programmer hier kommen soll oder von extern. Kann ich hier einfach umschalten. Ne? Genauso gut kann ich hier zwischen 2-Leiter und 3-Leiter umschalten. Also habe ich mal da so ein bisschen was zusammengebastelt mal. Ne? So, die steht hier schon schön drauf. Dann starten wir mal den Log-Programmer. Und dann schauen wir auch gleich mal, ob wir da was finden. Wir lesen mal einfach den Decoder aus. Das sieht schon mal gut aus. So, dann wollen wir gleich die Log-Adresse ändern. Das wird bei mir die 14. Baureihe 114. 114 will ich jetzt nicht unbedingt machen. Wobei, man könnte auch jetzt eigentlich die 114 machen. Doch, dann machen wir lange Adresse. Na, 114. So, dann analog brauche ich sowieso nicht. Fahreigenschaften. Wir gehen hier aber mal auf, ja, auf 1, so viel. Motorregelung.
So, dann machen wir Geschwindigkeitskennlinie. Die sieht gut aus. Lastregelung. Voreingestellter Motortyp, da gucken wir mal rein. Aber ich denke mal, das probieren wir jetzt erstmal so aus, was die Lok da macht. Okay, und dann tun wir das Ganze mal in die Lok schreiben. So, und dann gehen wir hier auf Go und schauen einfach mal, wie unsere Lok reagiert. Das Licht funktioniert schon mal. Wir tauschen es um. Lichtwechsel geht auch schon mal. Gut, also. Die Lok läuft auf jeden Fall. Würde ich sagen, gehen wir mal rüber an den Testkreis und gucken mal, wie sich die Lok im Fahrbetrieb verhält. Das ist ja alles nur hier auf dem Prüfstand. Schauen wir mal, wie es in der Realität läuft. Jetzt sind wir hier auf dem Testkreis und ich muss sagen, jetzt habe ich die Lok schon mal draufgestellt. Alles richtig eingestellt, also da ist auch wirklich jetzt die 114 an der Adresse hinterlegt, aber komischerweise, wenn ich hier den Regler öffne, ja, die Lok reagiert überhaupt nicht. Zentrale ist auch an, ne? Also ich kann mal hier kurz aus und wieder einschalten. Also es stimmt eigentlich alles, aber die Lok will irgendwie nicht. Obwohl es auf dem Prüfstand jetzt gelaufen ist. Ich habe da eine Idee. Jetzt gucken wir mal, ob das wirklich so ist. Und zwar habe ich jetzt die Vermutung, dass das hier irgendwie mit der Adresse zusammenhängt. Hä? Ich habe doch aber gesagt die 114. Na, dann kann das nicht funktionieren. Okay, dann gehe ich wieder auf kurze Adresse. Also, habt den Fehler schon gefunden. Das war jetzt mein Fehler. Ich habe jetzt hier die 114 eingetragen und bin direkt auf lange Adresse verwenden gegangen. Da springt der Decoder automatisch auf die 128 und scheinbar, wenn ich hier manuell 114 reinklimper und dann irgendwo anders da, genau, dann springt er hier wieder auf 128 hoch. Gut. Wundert mich jetzt zwar, weil ich weiß zwar, dass bis 127 normal der kurze Adressbereich geht, da aber viele Zentralen bis 99 den kurzen Adressbereich machen und ab 99 dann den langen, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass ich hier auch gleich lange Adresse einstellen muss. Ich meine, das war früher auch mal machbar, aber gut, okay. Also, ihr seht, ich bin nicht perfekt. Mir passieren auch die Fehler. Deshalb gehe ich jetzt wieder auf kurze Adresse. Ich habe meine 114 drin und dann übertragen wir das Ganze weiter. Tja, aber wie ihr seht, auch jetzt lässt sich die Lok immer noch nicht steuern. Die macht einfach keinen Mucks. Ich war wirklich wahnsinnig genervt davon und habe wirklich extrem lange rumgesucht. Und letzten Endes habe ich dann doch den Fehler gefunden. Und woran das jetzt liegt, zeige ich euch jetzt. Ja, wie soll ich sagen? Es ist so, wie ich es vermutet hatte. Ich habe jetzt hier mal das Z21 Maintains Tool. Boah, was für ein Wort. Ja, habe ich jetzt einfach mal aufgemacht und habe mich mit meiner Z21 verbunden. Und hier drin kann man es schon relativ schnell sehen. Bei Einstellungen, hier steht nämlich kurze DCC Log-Adresse. Und hier sieht man von 1 bis 99. Und das ist halt auch das, was ich dann hier, dann angegeben habe. Wenn ich jetzt zum Beispiel hier die 114 eingebe, ja, und stelle dann bei der Z21 die 114 ein, dann sagt die Z21 kurze Adresse bis 99, ab 100 nehme ich die lange Adresse und ich habe hier im Decoder kurze Adresse eingestellt, dann passt das beides eben nicht zusammen. Das mag sich jetzt wahnsinnig kompliziert anhören, ist es aber eigentlich gar nicht. Im Prinzip kann man das im weitesten Sinne mit verschiedenen Dialekten vergleichen. Auch da gibt es manchmal Dialekte, ja, obwohl alles Deutsch ist,
aber man versteht es dann teilweise doch nicht richtig oder überhaupt nicht. Und so kann man das auch hier vergleichen. Jetzt wäre natürlich das Einfachste, ich kann natürlich meiner Z21 sagen, verwende die kurze Adresse bis 127. Das wäre jetzt das Einfachste, das umzustellen. Ist ratzfatz gemacht, einfach da drauf geklickt, auf Schreiben und das Ding ist drin. Somit wäre das Problem bei dieser Zentrale gelöst. Unterm Strich bringt mir das aber nicht viel, weil ja fast alle Zentralen, ich meine sogar alle Zentralen, verfahren nach dem gleichen Prinzip. Bis 99 ist kurze Adresse, alles über 99 ist lange Adresse. Und somit hätte ich dann spätestens bei der nächsten Zentrale wieder das gleiche Problem. Und ich bin mir auch ich bin mir zu 80% sicher, dass das früher in den früheren ESO-Decodern auch funktioniert hat, dass ich hier auch schon lange Adresse verwenden sagen konnte und dann hier 114 eintragen. Aber wir können es nicht mal ändern, wenn es nicht geht, geht es nicht. Ja? Deshalb gehe ich jetzt einfach her und lasse hier die Adresse 14 drin. Dann fährt halt die Lok auf der Adresse 14 und gut ist. So viel zu dem Thema, man lernt nie aus. Jetzt sind wir wieder am Testkreis und wir sehen, unsere Lok fährt wunderbar. Und wie ihr sehen könnt, kaum macht man es richtig, funktioniert es auch. Hier ist der Beweis. Zugegeben, die Lok ist natürlich jetzt noch viel zu schnell. Da muss ich bei gegebener Zeit dann auch nochmal danach gucken. Aber jetzt ist natürlich erstmal viel wichtiger, ist jetzt das Problem mit dem Kurzschluss gelöst. So. Die Lok fährt wieder und ich löse mal wieder mit meinem Draht, provoziere ich mal wieder den Kurzschluss. Zack, Lok steht und dann schauen wir einfach mal an der Zentrale, was jetzt passiert. So, die Spannung steigt. Wir sehen hier an der Zentrale wieder, die blinkt rot. Und jetzt drücke ich einfach mal hier auf den Go-Befehl. Na. Ihr seht, so 100% funktioniert das Ganze immer noch nicht. Zwar ging jetzt die Anlage wieder an, nach dem zweiten Mal draufdrücken, aber naja, so wirklich zufriedenstellend ist das Ganze immer noch nicht. Man sieht auch, die Lok fährt wieder und als ich mir dann mal den Rocco-Decoder nochmal genauer angeguckt habe, habe ich was festgestellt, das muss ich euch unbedingt zeigen. So Leute, also ich habe gerade mir fehlen momentan gerade ein bisschen die Worte, weil sowas, wie soll ich sagen, sowas habe ich eigentlich noch nie erlebt bis jetzt. Also, worum geht's? Naja, ich habe mir jetzt eben den Decoder mal ein bisschen genauer von der Unterseite angeguckt und da ist mir auf einmal dieser IC hier aufgefallen. Der lag echt, also der sah ein bisschen komisch aus und nachdem ich nochmal hingeguckt habe, habe ich wirklich gesehen, dass der falsch rum hier drauf liegt und dass der eigentlich gar nicht eingelötet ist. Und das Geile ist, nachdem ich den mal kurz angetippt habe, könnt ihr das hier sehen, das Teil ist gar nicht verlötet. Also das ist jetzt was, wo ich wirklich sage, boah, das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht erwartet, ne? Also ich bin gerade ein bisschen so, ja, schockiert wie soll ich sagen, total verwundert. Mir fehlen im momentan ehrlich gesagt ein bisschen die Worte, weil, also ich meine, dass mir das vielleicht mal passiert, wenn ich eigene Platinen löte, ja, ich mache das ja nicht professionell. Aber dass ich bei einem professionell bestückten Decoder, dass da plötzlich das Bauteil nicht richtig eingelötet ist, ja, was soll man dazu sagen? Gut, die Lok kann ich jetzt schlecht reklamieren. Da muss ich mal mit meinem Modellbahnhändler reden, was ich da mache. Beziehungsweise, ja, vielleicht sieht ja einer von Rocco gerade zufällig das Video. Mich würde echt mal interessieren, was die dazu jetzt sagen. Jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht und habe mir überlegt, ja, woran liegt das jetzt eigentlich? Weil das ist offensichtlich die Lok ist, steht außer Frage. Ja, weil es ist ja wahnsinnig komisch, nehme ich die Lok runter, funktioniert sofort. Also muss es definitiv an der Lok liegen. Ja, jetzt habe ich mir lange Gedanken gemacht, habe auch mal im Internet recherchiert und jetzt bin ich dahinter gekommen, dass es wahrscheinlich hier an dem Kondensator hängt. Das ist sozusagen ein Stützkondensator, der bei Stromunterbrechungen von den Schienen quasi die Lok am Laufen halten soll.
Ja, also der soll quasi, ist sozusagen der Energiespeicher. Der soll eigentlich dafür sorgen, dass unsere Lok weiterfährt, obwohl sie eigentlich gar keinen Kontakt zu den Schienen hat. Geht natürlich nicht ewig, aber sag mal, meistens sind diese Unterbrechungen ja im Millisekunden-Sekundenbereich und dafür reicht der vollkommen aus. Ja, und wie komme ich jetzt da drauf, dass, sag ich mal, das an dem Kondensator hängen muss? Also, der Hintergrund ist der, dass dieser Kondensator hier an der Plux-Schnittstelle, hier vorne, ne, hier an dem Pin 6 Cap Control hängt. Ist ja erstmal alles soweit okay. Kann ich euch auch mal zeigen. Und jetzt gehe ich einfach mal hierher und gehe mal hierher. Und dann sehen wir 0,15 Ohm oder 0,14 Ohm. Das ist wirklich gar nichts. Also das Ding hängt direkt an dem Pin dran. Ne? Auch wenn ich die beiden Kabel jetzt mal rumdrehe, machen wir das auch mal, dann sehen wir das gleiche Ergebnis. Also da ist nichts zwischendrin, keine Diode etc. pp. Das Ding hängt volle Kanne an dem Pin. Und jetzt kommt es sehr stark auf den internen Aufbau des Decoders an. Denn je nachdem, was ihr jetzt für einen Decoder habt, bei manchen Decodern ist dieser Pin geschaltet. Das heißt, da hängt ein Transistor, ein MOSFET etc. der PP dazwischen, ja, der diesen Pin ein- und ausschaltet. Andere Decoder wiederum, die gehen einfach her, die sparen sich diesen MOSFET oder so, diesen Schalter und klemmen den direkt auf diesen U-Pol Plus, auf den Pluspol von unserem Decoder. Ja, heißt also, sie machen hier einfach nur eine Brücke rein, intern. Und was hat das Ganze jetzt mit zu tun? Naja, jetzt haben wir da halt einen 2200 Mikrofarad Kondensator drin. Und in der Regel, sage ich mal, wenn ich die Lok nicht, also wenn die nicht gefahren ist oder wenn die jetzt auf dem Gleis steht und ich habe einen Kurzschluss, dann ist ja mein Fahrstrom weg, dann entlädt sich der Elko, weil er ja meine Lok mit Strom erstmal versorgt. Ja? Und irgendwann ist halt der Elko leer und dann, ja, dann ist er halt leer. Ne? Logisch. Wenn nichts mehr da ist, ist er halt leer. Ne? Ja, anders geht es ja nicht. So. Und wenn jetzt wieder Digitalspannung hierher kommt, dann kriegt meine Lok wieder Strom und der Elko lädt sich wieder auf. Und da der halt direkt, sag ich mal, mit meinem Decoder verbunden ist, dann zieht der natürlich am Anfang erstmal Strom ohne Ende. Und da ist es jetzt wahrscheinlich so, also anders, da kann ich mir es jetzt nicht erklären, dass eben einfach dann der Strom so groß ist, plus ja meine ganzen anderen Züge, die stehen ja auch noch auf der Anlage, die werden ja auch dann wieder mit Strom versorgt, ja, da sind ja noch mehrere Züge dann außenrum, dass dann einfach der Strom zu hoch wird, durch den Elko halt hier noch, dass dann eben meine Digitaleinheit denkt, oh, immer noch Kurzschluss, muss ich gleich wieder abschalten. Und dass das halt so ist, kann ich euch jetzt mal an einem Beispiel zeigen. Jetzt habe ich mal mein Labornetzgerät hier runtergeholt, habe das schon mal auf 18 Volt eingestellt und habe hier mal so ein 2200 Mikrofarad Elko geholt. Der ist jetzt zwar ein bisschen größer wie der in der Lok, aber ja, das macht nichts, das ist halt ein anderer Typ. Es geht ja jetzt um das Prinzip. Jetzt zeige ich euch das einfach mal. Also der Kondensator ist komplett entladen. Das können wir uns auch noch mal hier angucken. Na, komm schon. Ja, das sind jetzt noch noch 10 Millivolt drin. Also das Ding ist wirklich leer. Und mein Labornetzgerät, ja, habe ich jetzt mal von der Strombegrenzung her, ja, bin ich einfach mal hergegangen und habe gesagt, naja, das sind jetzt so 2,5 Ampere. Ja, normal liefert es ja bis zu 5 Ampere und ich habe es jetzt mal bei 2,5 Ampere begrenzt. Und jetzt setze ich einfach mal hier meinen Kondensator unter Spannung und ihr guckt und beziehungsweise und hört auch mal, was jetzt nämlich gleich passiert.
So, und das war's schon. Und wenn ihr das jetzt gehört habt, das hat ganz kurz geklackt. Das heißt, da ist ganz kurz so ein hoher Strom geflossen, dass nämlich meine Strombegrenzung angesprungen hat. Das hat man auch gesehen, die hat hier ganz kurz grün geflackert. Das heißt, da sind über 2,5 Ampere auf einmal jetzt ganz kurz geflossen. Und ich glaube, hier im Display hat man es auch noch kurz gesehen, da war sogar mal kurz so 400 Milliampere gestanden. Also da könnt ihr mal sehen, was passiert, wenn jetzt so ein Kondensator ganz plötzlich ohne irgendeine Drosselung, ja, ohne irgendwas, direkt mit Spannung versorgt wird. Da fließt ein riesengroßer Strom. Natürlich muss man jetzt hier fairerweise dazu sagen, auch hier auf dem Decoder oder auf allen Decodern sind ja Gleichrichterdioden verbaut. Diese, wie soll ich sagen, die tun natürlich auch den Stromfluss irgendwo ein bisschen begrenzen. Aber allein schon die Tatsache, dass halt hier kurzzeitig so ein hoher Strom fließt, da kann man sich schon vorstellen, was passiert, wenn die Lok aus dem Kurzschluss rauskommt. Ja? Und deshalb gibt es von ESU auch eine Empfehlung, wenn man jetzt hier mal guckt, ein bisschen weiter blättert in der ESU-Broschüre. Bisschen weiter noch, und zwar hier. Genau, hier ist nämlich das Thema Energiespeicher, wird da nämlich behandelt in dem Buch, das ist Seite 35. Und hier wird es nämlich genau gezeigt, hier ist jetzt zwar überall der U+ angezeigt, aber wir haben ja gerade gelernt, der einzige Unterschied ist, hier ist er geschalten und hier nicht. Also, und hier sieht man nämlich, hier wird auch so ein 2200 Mikrofarad Kondensator gezeichnet, aber hier sind noch zwei Zusatzbauteile drin, nämlich einmal ein 100 Ohm Widerstand und einmal eine Diode. So, und was bewirken die jetzt? Wie man sieht, ist die Diode in die Richtung Decoder geschaltet. Das heißt, wenn in dem Moment, wenn mein Kondensator geladen wird, kommt ja die Spannung von hier, vom Decoder. Da kann sie über die Diode nicht weg, weil ist ja Ventil, also ist ja gesperrt in die Richtung, lässt die Diode ja nichts durch. Heißt also, die Spannung bzw. der Strom hat keine andere Möglichkeit, wie hier über den 100 Ohm Widerstand zu gehen. Und somit habe ich eine Begrenzung im Strom drin. Anders da ist es natürlich, wenn die Energie aus dem Speicher raus soll. Da brauchen wir ja die volle Leistung. Und deshalb ist hier dann die Diode drin, weil die lässt dann quasi den kompletten Strom hier durch und der Widerstand ist wirkungslos, was er ja soll. So, und dass das ein riesen Unterschied ist, zeige ich euch jetzt auch mal, wenn ich jetzt hier mal einen 100 Ohm Widerstand einfach mal da dran halte und dann nochmal den Kondensator lade. Und jetzt lasse ich natürlich alles hier so eingestellt, auch mein Regler, und jetzt halte ich das Teil nochmal dran. Und jetzt hat man es, glaube ich, relativ deutlich gehört, beziehungsweise auch gesehen. Ich hatte jetzt zwar eine längere Zeit hier einen Ladestrom von ca. 90 Milliampere, ja, aber mein Netzgerät hat nicht mehr geklackt. Ja, also meine Strombegrenzung und auch hier die Diode, die hat nicht mehr aufgeleuchtet. Meine Strombegrenzung, die ist nicht mehr angesprungen. Und das ist halt der Unterschied, wenn ich jetzt hier noch einen Widerstand reinschalte in den Ladestromkreis. Und genau dieser Widerstand, beziehungsweise dieser Widerstand und die Diode, die fehlen in dieser Lok vollständig. Und das ist halt was, wo ich jetzt ehrlich gesagt nicht nachvollziehen kann. Aber gut, ist halt so. Und deshalb werde ich jetzt mal gucken, dass ich die zwei Bauteile hier in die Lok mit reinkriege. So, da könnt ihr jetzt mal sehen, wie ich das Ganze hier reingebastelt habe. Sieht jetzt nicht wirklich wahnsinnig professionell aus, aber naja, für den Zweck, was es erfüllen soll, funktioniert das auf jeden Fall. So, jetzt machen wir halt mal wieder die ganze Lok irgendwie wieder zusammen. Ne? Basteln wir mal da wieder das Gehäuse drüber. Und dann schauen wir mal, ob das Problem jetzt endgültig gelöst ist. Beziehungsweise, was mich jetzt auch mal brennend interessiert, funktioniert das Teil jetzt eigentlich auch mit dem Originaldecoder? Dann wäre es ja wirklich der beste Beweis dafür, dass eigentlich nur die zwei Bauteile auf dieser Lokplatine gefehlt haben, wo ich jetzt wirklich jetzt schon sage,
Eigentlich schade, dass das Rocco nicht gleich mit draufgebaut hat. Als erstes habe ich jetzt mal noch den ESO-Decoder drin. Jetzt gucken wir erstmal, wie es da aussieht. Und danach switche ich dann nochmal auf den Rocco-Decoder. Strom ist auf der Anlage drauf, das sehen wir hier schon. Und jetzt werden wir einfach mal wieder einen Kurzschluss auslösen. Oder ja, einfach mal wieder einen Kurzschluss provozieren. Dann schauen wir einfach mal, ob sich die Zentrale jetzt aus dem Kurzschlussmodus wieder in den Fahrbetrieb schalten lässt. Ich drücke einmal hier drauf und wir sehen, voilà, es funktioniert. Jetzt das Ganze mal mit dem Rocco-Decoder, den habe ich jetzt mal hier wieder reingemacht. Ich zeige euch nochmal, dass auch wirklich Strom, also dass wirklich Saft auf der Anlage momentan ist, indem ich einfach die Lok nochmal fahren lasse. Ihr seht, die fährt. So, dann provoziere ich mal wieder den Kurzschluss mit meiner Drahtbrücke. Zack, Kurzschluss ist drin. Und jetzt gucken wir einfach mal, was jetzt an der Digitaleinheit passiert. So, ihr seht, sie ist im Stop-Modus, im Kurzschlussmodus, und jetzt schauen wir mal, ob wir sie da rauskriegen. Und siehe da, auch jetzt funktioniert das Ganze. Schauen wir noch mal kurz, ob es auch wirklich fährt. Voilà! Also, das ist jetzt wirklich der Beweis, dass hier in der Lok einfach diese zwei Bauteile gefehlt haben. Solange nicht viel auf der Anlage draufsteht oder das die einzige Lok ist, funktioniert das natürlich, weil dann die Zentrale einfach in der Lage ist, diese Energie zu liefern. Steht aber schon ein bisschen was auf der Anlage drauf, das quasi, wo auch schon Strom verbraucht, dann funktioniert es halt ohne diese zwei Bauteile nicht mehr. Und das ist einfach der Beweis dafür, dass es daran gelegen hat. Schließlich muss man ja auch eines bedenken. Wenn ich eine Anlage habe und die Zentrale schaltet aufgrund von einem Kurzschluss ab, dann bleiben ja alle Züge stehen und alle Züge sind stromlos. Und wenn ich dann wieder die Zentrale wieder einschalte, dann werden ja alle Züge gleichzeitig mit Energie versorgt. Und jede Lok hat ja irgendwo einen Pufferkondensator oder Pufferkondensatoren drin. Und auch die werden ja dann auch wieder in dem Moment aufgeladen. Heißt, es ist dann quasi eine Kettenreaktion. Und wenn ich dann halt so eine Lok drin habe, wo keine Vorrichtung drin ist, dass dieser Ladestrom begrenzt wird, dann ist es im Prinzip nur eine Frage der Zeit, bis dieses Problem auftritt. Natürlich darf man jetzt aber auch wiederum nicht vergessen, dass es hier noch viele mehr Faktoren gibt, wo da Einfluss nehmen. Ja, natürlich gibt es auch Zentralen, die vielleicht eine trägere Kurzschlusserkennung haben, dann funktioniert es trotzdem. Oder ich habe eine Zentrale, die viel größeren Strom liefern kann, dann kann es natürlich auch funktionieren, beziehungsweise wird es wahrscheinlich länger funktionieren. Und jetzt kann man sich halt wieder die Frage stellen, tja, warum baut die Firma Rocco die Teile nicht einfach gleich serienmäßig mit ein? Ich meine, wir reden hier von zwei Bauteilen im Widerstand und eine Diode, die jetzt wirklich nicht die Welt kosten. Das sind vielleicht 50, 60 Cent bei den Produktionskosten, wo man zusätzlich in die Hand nehmen müsste, dafür aber eine Lok hat, die wirklich 100% zuverlässig funktioniert. Ja? Ich meine, ich bin jetzt einer der Modellbauer, die sich halt mit der Technik sehr stark auskennen, die auch gerne mal recherchieren und so weiter, ja? Die einfach mit Elektronik groß geworden sind, aufgewachsen sind und halt da wirklich sehr, sehr affin bin. Für mich war das eine Kleinigkeit, oder naja, eine Kleinigkeit war es auch für mich nicht, aber für mich war es jetzt wirklich einfacher herauszufinden, woran es liegt, weil ich einfach die ganzen technischen Hintergründe kenne. Ich stelle mir aber jetzt halt wirklich sehr, sehr viele Modellbahner vor, die einfach diese technischen Hintergründe, dieses technische Background-Wissen nicht haben und die sich einfach mit der Thematik überhaupt nicht auskennen. Und ja, die haben dann so eine Lok oder stellen dann die Lok drauf und haben dann ein Problem und dann kommen sie nicht mehr weiter und dann wird irgendwann frustriert die Lok zur Seite gestellt und gesagt, blödes Ding, läuft nicht. Ja? Und eigentlich ist die Lösung wirklich total einfach
und man hätte es werkseitig einbauen können und hätte vielleicht 50 Cent mehr ausgeben müssen und das Ganze hätte funktioniert. Ja, das ist halt immer so ein Thema, wo ich sage, kapiere ich nicht. Aber gut, man muss halt nicht immer alles kapieren. Jedenfalls, vielleicht habe ich jetzt dem einen oder anderen mal einen Hinweis gegeben, damit, wenn er auch mal so ein Problem hat, dass er weiß, ja, wo muss ich jetzt eigentlich ansetzen? Ja, was ist eigentlich mein Problem? Wo könnte ich ansetzen, mal zu suchen? Ja, einfach mal das vielleicht so ein bisschen als Hintergedanke, es könnte vielleicht daran liegen. Und damit sind wir auch schon am Ende des Videos angelangt. Wieder einmal haben wir gelernt, der Teufel liegt wie so oft im Detail. Ich persönlich habe jetzt bei dieser Lok wieder sehr, sehr viel gelernt und sehr viele Überraschungen erlebt. Auch damit man eine vom Hersteller digitalisierten Lok, dass man die nicht einfach gerade so auf die Schienen stellen kann, sondern dass man da vielleicht auch mal wieder was hinterfragen muss. Ich bin jetzt auf jeden Fall schon mal auf eure Kommentare gespannt, ob ihr vielleicht schon mal so etwas Ähnliches selbst erlebt habt oder ja, wie ihr die ganze Sache seht. Ansonsten wünsche ich euch wieder eine gute Zeit und hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Euer Björn.